Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal Ehrlich Handmade. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man solche Körbchen häkeln kann. Mit so einem Muster. Einen Korb habe ich gemacht, der hat einen runden Holzboden und der andere Körbchen hat einen quadratischen Holzboden. Und beide haben gleichen Muster. Nur die Materialien unterscheiden sich. Hier habe ich verwendet Polyesterschnur 5 mm und hier war eine Polyesterschnur 4 mm. Den runden Korb ist einfach leicht zu häkeln. Hier habe ich jede Öffnung verdoppelt und dann angefangen Muster zu häkeln. Und in diesem Video zeige ich euch, wie man einen quadratischen Korb häkeln kann, und benutze ich so einen Holzboden. Kleiner habe ich leider nicht gefunden. Ich nutze den. Wo das zu kaufen ist, kann ich leider nicht sagen. Das habe ich bei der Bestellung von Polyesterschnur als Geschenk bekommen habe. Und diese Löcher, die hier in der Mitte sind, werde ich auch nicht verwenden. Das ist mir irrelevant, weil dieser Kopf werde ich dann später in meinem Badezimmer nutzen für meine Kosmetikstifte, für Lippenstifte und alles drum und dran. Also das wird dann auch nicht zu sehen sein. Wichtig ist, ich wollte euch zeigen, wie man so einen Korb mit so einem Muster häkelt. Ich werde dann benutzen die Rest Polyesterschnur. Das sind die Reste. Ich werde dann so weiter häkeln, dass ich das auch verbraucht habe, und wenn das mir nicht ausreicht, nehme ich diese restliche Polyesterschnur dazu. Passt von der Farbe wunderbar. Dann brauche ich die Schere, Feuerzeug, später Naht zu verstecken und zu verbinden, und Häkelnadel Nummer 5. Wichtig ist, wenn ihr später den Holzboden nutzt, dass die Häkelnadel hier wunderbar ohne Probleme reinkommt. Das ist sehr wichtig. Und bevor es losgeht, möchte ich zeigen, wie man Polyesterschnur miteinander verbindet mit dem Feuerzeug. Und zwar habe ich jetzt hier zwei verschiedene Endstücke von Polyesterschnur. Brenn ein Endstück ein bisschen an und das andere, dass das ein wenig schmelzt, und lege ich so aufeinander und dann vorsichtig mit den Fingern rolle ich hin und her, und das ist jetzt momentan richtig fest und geht nicht mehr ab. So könnt ihr Polyesterschnur mit Feuerzeug zusammen verbinden. Das geht nur für Polyesterschnur und nicht für Baumwolle. Okay, dann wollen wir anfangen und Körbchen zu häkeln. Wir beginnen jetzt den Holzboden umzuhäkeln, und zwar mit 2 Reihen. Die erste Reihe ist Kettmaschenreihe und die zweite Reihe wird mit festen Maschen gemacht. Ich lasse jetzt ungefähr 20 bis 25 cm das Endstück. Mit diesem Endstück werde ich die 2 Reihen mit nahtlosem Übergang verbinden. Und beginne, egal wo, mit Kettmaschen. Ziehe mir den Faden, es ist ein wenig verdreht, lege jetzt die Masche so, dass sie nicht verdreht ist. Mit den Fingern halte ich jetzt das Endstück fest
und beginne mit dem Arbeitsfaden Kettmaschen zu häkeln. Und ich mache dann bis zu der Ecke. Bei dieser Ecke angekommen, hier ist eine Öffnung an der Ecke und die werde ich auslassen. Warum mache ich das? Weil wenn wir die zweite Reihe mit Festmaschen häkeln und in diese Ecken werden wir dann 3 feste Maschen häkeln und wenn dann noch zusätzlicher Stoff oder Faden kommt, habe ich Angst, dass die Ecke sich bricht, dass das hier die Ecke kaputt geht. So, dann mache ich jetzt weiter bis zu der nächsten Ecke. Dann lasse ich bei der Ecke wieder die Öffnung aus und fange bei der nächsten Öffnung mit Kettenmasche an. Und so mache ich dann bis Ende der Reihe. Ich bin jetzt am Ende der Reihe angekommen, so sieht es aus und beende diese Reihe mit nahtlosen Übergang. Das heißt, ich habe noch eine Öffnung übrig und die beende ich mit dem Endstück. Ich hole mir jetzt das Endstück und ziehe durch diese Schlinge dieses Endstück durch. So sieht es aus und beende jetzt nahtlosen Übergang. Gehe unter diese beiden Schlingen mit der Häkelnadel durch. Wenn es zu schwer ist, nehmt ihr euch eine kleinere Häkelnadel, da könnt ihr richtig ohne Probleme durchkommen. Und jetzt müssen wir den Faden wieder da reinstecken, wo es rauskommt. Also von der Rückseite mit der Häkelnadel hier durch. So sieht es von der Rückseite aus. Also Faden greifen und auf die Rückseite ziehen. An allen Faden ziehen und so sieht es einmal aus. Wir beginnen gleich mit der zweiten Reihe und bevor die Reihe anfängt, möchte ich mal sagen, wie ich das umhäkle bei der zweiten Reihe. Und zwar, der Abstand zwischen den Öffnungen bei meinem Holzboden ist zu breit. Also dieser Abstand ist zu breit. Deswegen werde ich so machen, dass ich 2 Öffnungen verdopple. Und in die nächste Öffnung häkle ich nur eine Masche. Dann wieder 2 Öffnungen verdoppeln, eine Masche. Und so mache ich dann die ganze Reihe. Wichtig ist, dass unser Muster später für den Wand besteht aus 2 Maschen. Es heißt, wir müssen dann am Ende gerade Zahl von den festen Maschen haben. So. Ihr müsst natürlich auch gucken, wie es der Abstand zwischen euren Löchern hier auf dem Boden ist. Vielleicht ist er nicht so groß wie bei mir. Zum Beispiel bei diesem Boden habe ich nur die Ecken oder habe ich in die Ecken 3 feste Maschen gehäkelt und sonst in jede Öffnung eine feste Masche, weil der Abstand nicht so groß war wie bei diesem Holzboden. So, ich beginne jetzt mit der Reihe Nummer 2 und zwar, ich drehe einmal so um und sehe,
da wo das Endstück rauskommt, da stecke ich die Häkelnadel rein und hole mir das Arbeitsfaden und mache mir dann die erste feste Masche. Und diese Öffnung verdopple ich, also in die gleiche Öffnung mache ich dann noch eine feste Masche. Die nächste Öffnung häkle ich wieder 2 feste Maschen und in die nächste Öffnung häkle ich eine feste Masche. So sieht es aus. Und so mache ich bis zu der Ecke, also die nächste Öffnung verdoppeln, also 2 feste Maschen häkeln, in die nächste Öffnung wieder 2 feste Maschen häkeln, und nächste Öffnung eine feste Masche häkeln. Bin jetzt bei der Ecke angekommen. Ist es jetzt auch euch überlassen, ob ihr 3 feste Maschen in die Öffnung rein häkeln, ohne diesen beiden Faden zu beteiligen. Ich mache so, dass ich die Hälfte, also ein Teil von den Faden mitnehme in diese Öffnung. So, und da häkle ich 3 feste Maschen und die dritte Masche. Wenn es viel zu schwer die Häkelnadel mit dem Faden rauskommt, nehmt die Häkelnadel kleiner, dann ist es ja auch einfacher. Bei mir geht gerade so, aber ich habe immer noch Angst, dass die Ecke sich bricht. Also mal gucken, wie es bei der nächsten Ecke so aussieht. So, die nächste Öffnung werde ich verdoppeln. Die nächste Öffnung wieder verdoppeln. Ich glaube, ich nehme eine kleinere Häkelnadel. Dann brauche ich nicht so zu kämpfen. Ja, geht es besser. Und die nächste Öffnung eine feste Masche häkeln. Wieder die Öffnung verdoppeln, in die gleiche Öffnung 2 feste Maschen häkeln, die nächste Öffnung verdoppeln, die nächste Öffnung eine feste Masche, bei der Ecke angekommen. Nehmt den Faden mit. Ihr könnt auch einfach so rein häkeln, aber ich möchte, dass der Faden hier so ein Teil davon zu sehen ist. Also ist es jetzt auch euch überlassen. Ich mache es so und in die Ecke häkle ich jetzt 3 feste Maschen. So, und so mache ich dann bis Ende der Reihe. Ich bin jetzt am Ende der Reihe angekommen. Mir fehlt noch eine Öffnung, also ich mache dann noch
eine feste Masche und die beende ich jetzt mit dem Endstück. Also ich greife jetzt nach dem Arbeitsfaden und beende diese Masche mit dem Endstück. Jetzt nehme ich das Endstück und ziehe durch diesen beiden Schlingen das Endstück durch und ziehe raus. Dann ziehe ich jetzt an den Arbeitsfaden und mache die Masche genauso lang wie die anderen Maschen sind. Hier ist die querliegenden Ketten. Hier war die erste Masche und hier beginnt die erste querliegende Kette und unter diese Kette gehe ich mit der Häkelnadel durch, greife nach diesem Endstück und ziehe auf die Rückseite. Von der Rückseite muss die Häkelnadel hier zwischen rauskommen. Und zwar hier auf der Rückseite sind zwei Schlingen. Wir gehen mit der Häkelnadel unter die erste Schlinge und die zweite. Endstück nehmen und auf die Rückseite ziehen. So haben wir jetzt nahtlos die Reihe beendet. Ich habe jetzt die größere Häkelnadel genommen und beginnen mit der ersten Reihe für den Wand und das ist die Vorbereitungsreihe für den Muster. Ich werde euch jetzt auch noch mal einen Trick zeigen, wie man dieses Endstück versteckt, dass der später hier nicht zu sehen ist. Wir legen den einfach nur so rein und häkeln erstmal so 5-6 Maschen mit rein. So, die festen Maschen werden jetzt mal so gehäkelt. Hier ist die querliegende Kette und wir gehen mit der Häkelnadel immer dazwischen. Auf der Rückseite haben wir diese Schlingen. Mit der Häkelnadel müssen wir die auch unter durchgehen. Und zwar, ich gehe mit der Häkelnadel hier rein und unter der Schlinge. Lege das Endstück oben drauf, hole mir den Faden und so macht dann die erste feste Masche. Dann die zweite in der Mitte rein, unter der Schlinge und die zweite feste Masche häkeln. Und so machen wir dann die ganze Reihe. In dieser Reihe machen wir keine Zunahmen, gar nicht. Bei den Ecken, da wo die 3 feste Maschen waren, häkeln wir auch 3 feste Maschen. Ich wollte euch noch mal einen Trick zeigen, wie ich dieses Endstück verstecke. Wenn ihr aus Baumwollschnur häkelt, ihr schneidet hier einfach nur ab und dann ist die Schnur auch versteckt. Bei Polyesterschnur kann man auch anders machen. Ich ziehe an diesem Endstück, dass das hier sich ein wenig zusammenzieht. So. Könnt ihr sehen, es hat sich hier ein wenig zusammengezogen. Dann schneide ich dieses ein wenig ab, also dass ich hier auch kleine Stückchen lasse. Nehme dann den Feuerzeug und lasse das Endstück ein wenig anbrennen. Soll aber nicht brennen, ein bisschen anschmolzen. Und dann ziehe ich hier ran, dass der Faden
reingezogen wird unter diesen Maschen. Und dann ziehe ich hier oder drücke ich hier zusammen, dass der angeschmolzene Endstück mit den anderen Faden sich verbindet. Und man kann jetzt kaum erkennen, wo dieses Endstück versteckt ist. Und dann ist es ja auch kaum was zu sehen. Die Vorbereitungsreihe ist jetzt beendet und ich beende die Reihe mit nahtlosen Übergang, ein wenig anders als davor. Ich lasse diesen Faden rausziehen, gehe ich unter diese beiden Schlingen, nehme diesen Faden und ziehe auf die Rückseite, dass die Häkelnadel ohne Probleme hin und her sich bewegt. So sieht es aus. Das Muster beginnt jetzt einmal so. Wir häkeln wieder die feste Masche, eine feste Masche, die tief gehäkelt ist, also tief gehäkelte feste Masche, und eine feste Masche häkeln wir in die Masche rein. Also hier ist die Masche und dazwischen häkeln wir. Nicht unter diesen beiden Schlingen, also nicht dazwischen, in die Masche selber einstechen. Okay? So, die erste Reihe und alle Reihen danach werden immer gleich gehäkelt. Eine tief gestochene Masche und eine Masche, die in die Masche reingehäkelt wird. So, hier haben wir die Reihe beendet. Suchen dann die erste Masche, die wir gemacht haben, der Anfang, das ist ja hier, gehen mit der Häkelnadel rein. Also die erste Reihe wird ein bisschen schwer gehäkelt, danach gehen die Reihen sehr, sehr einfach. Also tief gestochene Masche, lang ziehen, diesen Faden auf die Häkelnadel raufpacken und wir häkeln jetzt die Masche zusammen. So sieht es aus. Jetzt gehen wir einen Schritt zurück und häkeln die nächste Masche, die Masche, die davor war, in die Masche rein. So sieht es von der Rückseite aus. Faden holen und häkeln. Dann, wir lassen eine Masche aus, gehen in die nächste Masche, aber tief gestochene Masche. Faden holen und zusammen häkeln. Die Masche, die wir ausgelassen haben, gehen wir zurück und in die Masche häkeln wir dann eine feste Masche. Wieder eine Masche auslassen, in die nächste, tief einstechen und eine feste Masche häkeln. Die wird dadurch ein wenig lang. Die Masche, die wir ausgelassen haben, in die Masche einstechen und eine feste Masche häkeln. Wieder eine Masche auslassen, tief einstechen und eine feste Masche häkeln. In die ausgelassene Masche, in die Masche einstechen und dann eine feste Masche häkeln. Und das macht sie bitte bis Ende der Reihe. Wichtig ist, dass das auch nicht fest gehäkelt wird, dass die Maschen auch
nicht zu locker und auch nicht zu fest sind, dass das hier sich nicht zusammengezogen wird, ne? Also wieder tief gestochene Masche. Und die Masche, die wir ausgelassen haben, häkeln wir eine feste Masche. Zeige ich nochmal, eine Masche auslassen, in die nächste Masche. Eine tief gestochene Masche häkeln und in die ausgelassene Masche eine feste Masche häkeln. Jetzt sind wir bei der Ecke angekommen und hier wird es genauso gehäkelt. Hier machen wir weiter wie hier und nicht zu fest, dass die Ecke sich auch nicht zusammengezogen wird. Also wieder eine Masche auslassen. Hier ist die Masche, die lasse ich aus. In die nächste Masche steche ich ein und häkle dann eine tief gestochene Masche. In die Masche, die ausgelassen war, häkle ich eine feste Masche. So sieht jetzt die Ecke aus. Und man häkelt so bis Ende der Reihe. Ich bin jetzt fast am Ende der Reihe angekommen. Mir fehlen noch 2 Maschen und dann beenden wir die Reihe. Also wieder eine Masche auslassen, eine tief gestochene Masche häkeln und in die ausgelassene Masche häkeln wir eine feste Masche. Beenden jetzt die erste Reihe genauso wie die Vorbereitungsreihe. Unter diesen beiden Schlingen Häkelnadel unter durchstechen und den Faden auf die Rückseite ziehen. So sieht es aus. Die zweite Reihe und die Reihen danach werden ab jetzt immer gleich gehäkelt. Und zwar, hier haben wir die Reihe beendet. Und hier sind diese feste Maschen, die liegen jetzt einmal quer. In diese, da wo die rauskommt, machen wir tief gestochene Masche. Also beginnen mit der Reihe Nummer 2, reinstechen. So sieht es von der Rückseite. Faden holen, diese Schlinge jetzt auf die Häkelnadel draufpacken und die beiden Schlingen zusammen häkeln. Jetzt gehen wir Schritt zurück und stecken oder machen jetzt die Masche da, wo diese querliegenden Maschen sind. Also Schritt zurück und dann in die Masche rein häkeln wir die feste Masche. Dann diese Masche auslassen, tief gestochene Masche. Und die Masche, die wir ausgelassen haben, in die Masche häkeln wir eine feste Masche. Hier machen wir dann wieder eine tief gestochene Masche. Die Masche, die wir ausgelassen haben, häkeln wir eine feste Masche. Diese Masche auslassen, die nächste tief einstechen, eine tief gestochene Masche häkeln und dann in die ausgelassene Masche häkeln wir
eine feste Masche, die sich auch so leicht nach links legt. Und so machen wir dann bis Ende der Reihe. Am Ende der Reihe angekommen, noch die letzten zwei Maschen, also eine lassen wir aus, dann machen wir eine tief gestochene Masche, Schritt zurück, eine feste Masche und dann beenden die Reihe mit nahtlosen Übergang, also gehen hier unter diesen beiden Schlingen durch, nehmen uns den Faden und ziehen auf die Rückseite. Beginne jetzt mit der Reihe Nummer 3. Hier habe ich die Reihe beendet. Hier ist die erste tief gestochene Masche. Hol mir den Faden. Pack diese Schlinge auf die Häkelnadel drauf und mach dann die erste Masche. Gehe Schritt zurück und mach die feste Masche in die Masche rein. Dann wieder eine Masche auslassen, in die nächste Masche tief einstechen und dann in die ausgelassene Masche eine feste Masche häkeln. Wieder eine Masche auslassen, in die nächste Masche tief einstechen und dann in die ausgelassene Masche eine feste Masche häkeln. Und so häkelt ihr weiter, bis man die gewünschte Höhe erreicht hat. Zwischendurch könnt ihr auch schon mal die Ecken einordnen, dass die auch gut aussehen. Ich habe die Höhe von meinem Körbchen erreicht. Das sind 7 Reihen, die ich hochgehäkelt habe. Ich habe jetzt 2 Farben verwendet, also die Reste sind jetzt alle weg. Ist noch ein bisschen was geblieben, aber reicht mir nicht für eine Reihe. Und noch möchte ich Abschlussreihe machen. Das ist ja Kettmaschenreihe. Als ihr diesen Körbchen gehäkelt habt, habt ihr festgestellt, dass der Muster ja so weit auseinander geht. Habt ihr keine Angst. Mit Kettmaschenreihe werden wir das alles festmachen. Und zwar, hier habe ich die Reihe beendet und ich brauche Faden, den ich 5-mal um dem Körbchen umwickle, und das reicht mir, die ganze Kettmaschenreihe zu machen. Also 1, 2, 3, 4, 5 und noch so ein kleines Stück schneide ich nur ab. So, hier hole ich den Faden jetzt komplett raus. Und verbinde die Reihe mit nahtlosen Übergang, wie schon davor mit dem Endstück gemacht haben. Und jetzt beginne ich mit Kettmaschenreihe Körbchen umzuhäkeln. Ich gehe einen Schritt nach hinten und beginne an diese Masche an, hole mir den Faden. Wenn der Faden verdreht ist, kann man ja auch so den Faden legen, dass der richtig liegt. Und in jede Masche
häkeln wir eine Kettmasche. Und die können wir ein wenig fester machen. Dadurch ziehen wir dann hier alles zusammen. Also in jede Masche eine Kettmasche häkeln bis Ende der Reihe. Hier habe ich die letzte Masche gehäkelt. Hier ist der Faden, den hole ich raus und verbinde dann die Reihe mit nahtlosen Übergang. So sieht es aus. Der Körbchen ist jetzt fertig und werde noch zum Schluss dieses Endstück verstecken und dann ist ja der Körbchen komplett fertig. So, ich hoffe, mein Video hat es euch gefallen. Ich werde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, Daumen hoch macht und mein Video kommentiert, ob es euch gefallen hat oder auch nicht. Auf dieser Stelle sage ich einmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.